Ich heiße wieder herzlich willkommen. Es gibt wieder ein neues Video und ich habe diesmal auf genau mal wieder nachgeschaut. Und zwar gibt es wirklich nur ein Video, keinen neuen Artikel. Und ich würde sagen, den ziehen wir uns jetzt mal zusammen rein. Möge das Gemetzel beginnen. Let's go. The Great Bastion, more than a wall, Oh Mann, diese Stimme. a symbol of everlasting defiance, is besieged. Demon armies in service to Tzeentch, the Changer of Ways, have amassed at the Snake Gate, the Turtle Gate, and the Dragon Gate. A Sieht manchmal ein bisschen komisch aus. Ist es HD? Ja. three-pronged attack to overwhelm the wall and corrupt the lands of Cathay beyond. Miao Ying, the Storm Dragon, defender of the northern provinces, master of the storm winds, and supreme matriarch of Nangao, rides with her army to once again drive back the Chaos God's advances. The Snake Gate, one of three heavily Okay, also hier sehen wir das Schlangentor. fortified gateways bridging Grand Cathay and the Chaos Wastes. A fortress built into the Great Bastion Wenn man den Unterschied betrachtet, wie das dahinter aussieht. Ich bin gespannt, was es alles für Siedlungen geben wird in der Chaoswüste. itself and a key defensible position for Miao Ying. Seldom do the demons breach it, but when they do, Grand Cathay is plunged into suffering. If chaos is not stopped here, it's the lands beyond that will suffer. Best to face these demons head-on in a fortress built for defense, than to allow them to Oh, ja, die sehen richtig gut aus. encircle and besiege any one of Cathay's majestic cities. Die Terrakotta finde ich allerdings auch sehr gut gelungen. Should the unthinkable happen, Cathay is not indefensible. Chaos will find every inch of every street hard fought and shielded every step of the way. The Dragon Emperor would expect no less from his loyal subjects. Miao Ying is the firstborn of the Celestial Dragon Emperor and commander of the Great Bastion. She is the Storm Dragon and expertly wields the law of Yin to both smite her foes and grant boons to her soldiers. Die geht aber mächtig stormäßig ab. Grand Cathay at its core approaches war defensively. Centuries spent beating back the endless waves of chaos has taught them to covet the delicate balance between soldiers and the unparalleled strength of magic and Die Ladies. black powder. Unbreakable lines of spear and swordsman to hold back Also ich finde es nicht schlecht, dass sie da weibliche Charaktere mit reinnehmen in die Regimenter. Kommt natürlich immer auf das Regiment drauf an. Das muss natürlich auch passen, aber generell habe ich da jetzt nichts gegen und finde das eigentlich auch passend und von der Atmosphäre her passt das dann natürlich auch. Ja. the hordes, whilst archers, crossbowmen, wizards, artillery, and war machines decimate from afar. Ja, mehr nicht oder was? This is yin and yang, the harmony between Cathay's combatants, giving heart and order in the face of horrors untold. Jetzt will ich aber auch mal Blut sehen. So in tune with the winds Bei Miao weiß man immer nicht, wie alt sie ist. Sie wirkt noch ein bisschen jünger, aber mit den weißen Haaren wirkt sie irgendwie auch ein bisschen älter. Also wenn ich ihr Alter schätzen müsste, dann könnte ich, keine Ahnung, ich würde wahrscheinlich falsch liegen. Ja. Also man kann es ihr irgendwie nicht ansehen, wie alt sie ist. Aber okay, ist ja auch unwichtig. Hauptsache, sie kann was. of magic are Cathay's wizard kind, that the mere presence of another user bolsters magical potency. Oder wie alt würdet ihr sie schätzen? Könnt ihr aber in die Kommentare schreiben. This elemental mastery rings true for 2 wizards as it does for 10, making Cathay's magical prowess a thing of deadly wonderment, which they'll need in earnest to survive the coming storm. Kairos Fateweaver is the insidious architect of this assault and is heralded as the Ja, ich glaube, das wird mein Favorit der legendären Lords. Kairos ist übrigens blind und der eine Kopf, der kann in die Zukunft schauen und der andere in die Vergangenheit.
und er hat den Stab des Morgen. Wisest of the Lords of Change. Cast into the Well of Eternity by Tzeentch, Fateweaver emerged with two heads. The left scries the past, while the right foresees the future. Thus, the Oracle of Tzeentch sees both the road ahead and the path behind, but is rendered blind to the present. Ich finde das mit dem Fliegen eigentlich ganz cool gemacht. Fliegende Einheiten können übrigens keine Punkte in Belagerung einnehmen. Und deswegen ist es ganz cool, dass sie auch wieder landen können, weil wenn sie landen, können sie ja dann wiederum die Punkte erobern. Also das ist schon sehr gut durchdacht. The demons of Tzeentch march forward, their legions unfathomable as they shake the very ground with their approach. Fateweaver relies on a powerful array of ranged and flying lesser demons to chip away at and harass the great Bastion, whilst hammering it with horrifying spells from afar. Also die Einheiten sehen jetzt deutlich besser aus als wie bei den ersten Videos. Also das ist ja ein krasser Unterschied, ja. Und hier sehen wir übrigens einen normalen Lord of Tzeentch, ja. But given the fortress walls to hunker behind, Cathay has the rare advantage in a toe-to-toe ranged standoff this day. To counter, Fateweaver deploys a host of melee demons to soak up the limited pool of Miao Ying's ammunition. To aid in their approach, these foul demons possess a shield of magical energy. Krass. Ich weiß dann leider den Namen gerade nicht von der Einheit. Ich habe ihn vergessen, aber ich weiß, dass sie sehr oft in Aktion waren. That Cathay's desperate Besonders in den Endtimes. defenders must first shatter before the creature beneath can be wounded. The drums of war thunder and the invasion. Das ist hier, glaube ich, ein Held, wenn ich das richtig sehe, aber sicher bin ich mir nicht. Begins. The approach is tough for Fateweaver, whose forces are hammered by Cathay's great cannons and fire rain rockets. These deadly artillery units can devastate an approaching army, demolishing the morale of even the most hardiest of. Du Scheiße. Ja gut, da haben sie dann natürlich auch ihren Sinn, ja, die Belagerungsschlachten. Ich meine, die Mauern, die sind weitestgehend immer noch ziemlich unverteidigt, beziehungsweise nur mit ein paar Türmen und so. Die können da immer noch leicht mit den Taschenleitern rauf. Aber dadurch, dass dann die Siedlung immer wieder höhere Ebenen hat, kann sie natürlich dann trotzdem auch ihre Artillerie wirken lassen. Wie wir hier sehen. But demons don't possess such mortal weaknesses, and it's the peasant archers and the Jade Warrior crossbowmen who must chip away at the endless hordes approaching. Nearby Celestial Dragon Guard and Jade Warriors create a harmonious battlefield for their ranged allies, making these warriors of Cathay fight all the harder in the name of their Dragon Emperor. But it's not enough. Miao Ying, sensing the impending fall of the outer wall, lends her magic and abilities to the fray. She casts Talons of Night to cover the retreat of her archers and crossbowmen, and Wrath of the Storm to bolster the might of her readying Jade Warriors. Okay, also sie gibt erstmal Buffs. Meanwhile, Kairos Fateweaver instructs his minions to bring down the fortress gates. To ensure his own survival, he selfishly casts Oracle of Eternity to reinforce. Ja, wir sehen hier, dass der eine immer noch aufs Tor kloppt. Man kann ja mit Tzeentch die Tore vorher öffnen lassen mit einer Kampagnenmechanik. Sehr cool übrigens. Force his resistance and Gaze of Fate to counter Miao Ying's boost to her Jade Warrior's effectiveness. The fortress is breached, and Tzeentch can almost taste Cathay beyond the Bastion. But Miao Ying isn't done yet. She falls back, retreating to her barricades, where already crossbowmen and archers are docked to cover the exodus. Kairos's foresight makes him a hard beast to outmaneuver, and he didn't take the western path as Miao Ying had hoped he would. She orders her barricades to be deconstructed and rebuilt in the east of the fortress, where Ja, ist klar, was jetzt gerade passiert. Die ziehen sich halt weiter zurück auf den höheren Ebenen und versuchen dort weiter zu verteidigen. the demons are making strong headway. From here, Miao Ying knows she's entering a war of attrition.
She's dedicated key hardpoints to fall back to, and can now only hope she has the manpower to defeat Fate Weaver's forces before her own are overwhelmed. Ich habe gedacht, jetzt macht da irgendwie der Kommandant oder der Held noch einen eine coole Fähigkeit oder einen coolen Zauber, bevor die ankommen. Aber okay, war nicht so. It's an arduous and bitter battle, and forces Miao Ying all the way back to her last line of defense. Here is where the battle is won or the Bastion falls. Fate Weaver's forces are dwindled, but Eingesetzte Barrikaden oder so, oder gebaute Türme. Ach doch, da haben wir so einen Turm, der gebaut wurde. Ah, guck mal an. Ja, und der ist sogar nicht einfach hier auf dem freien Feld platziert, sondern, ach, das sind sogar zwei. Aha, okay. not defeated, and Miao Ying has only a fraction of the brave men and women she began with. With little other choice, she calls upon her greatest of powers and transforms into her namesake, assuming her dragon form. Also was so Effekte und so ein Kram angeht, da haben sie nochmal deutlich die Messlatte höher gelegt, ja. In the face of such raw power, Kairos Fateweaver and his legion of demons are overwhelmed and routed. The Changer of Ways' blindness to the present has lost in the battle. But surely he knew this defeat would come to pass. Snake Gate stands firm, and Miao Ying the Storm Dragon, defender of the northern provinces, master of the storm winds, and supreme matriarch of Nangao, Jetzt eine kleine Siegesparade. emerges victorious. But an unease settles within her gut. Tzeentch is the architect of fate, the changer of ways, and such an all-out assault is not indicative of his servants. Episch. Though the Snake Gate was a victory, Miao Ying cannot shake the feeling that the day's events have heralded a changing of the tide. Fresh threats are awakening, and the fall of the Turtle Gate shows that the Great Bastion's resilience may not be as certain as once thought. Ja, da hat dann Kairos wohl mal wieder verloren, ja, genau wie in den Endtimes und wie in Age of Sigmar. Gut, ja, das war's zu meiner Reaktion. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hinterlasst gerne ein Abo und ein Like und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.